haben eine richtig coole Nacht vor den Toren von Schleswig vor Anker verbracht. Wir hatten am Sonnenuntergang noch das Panorama der Stadt vom Ankerplatz aus hin auch mit unserem Dingi übergesetzt und haben uns vor allem Holm angeschaut, eine wunderschöne alte Fischersiedlung, ausgerichtet rund um den Friedhof. Und je nachdem, in welcher Himmelsrichtung man dort lebte, wird man dann eben auch am Friedhof passend zur Richtung begraben. Total schöner Ort. Und jetzt heute Morgen ist es ziemlich neblig. Der Vorteil war, dass wir die Heckdusche in Ruhe benutzen konnten und jetzt tatsächlich aber, weil es null Wind hat und Nebel, von innen, das Coole, das Boot kann auch Hausboot, von innen jetzt rausfahren aus der Schleswiger Bucht, ich nenne es einfach mal so, und uns den Weg zurück nach Schleienmünde aufmachen. Wir haben den ganzen Tag Zeit, hoffen, dass es gegen Mittag ein bisschen schöner wird, wir die Segel nochmal rausholen können. Und Ziel ist heute Abend kurz vor Schleienmünde zu ankern und morgen dann den großen Schlag zu fahren. Und jetzt genießen wir so ein bisschen Hausboot-Style, ist ja was wir durchaus auch gerne mögen. Schneiden muss man halt vorher einmal Rückspiel gucken. Da drüben liegt hier einer, Robin. Der wird zur Fregatte. Aber ich finde, Leute wollten die haben es nicht, also das macht den halt von unten. Also jetzt ist langsam die Sonne rausgekommen und wir sind jetzt 3 Seemeilen vor der Lindaunisbrücke, die wir nachher um 14:45 Uhr dann durchfahren werden. Davor ist sie jetzt noch zu, macht Mittagspause und wir werden uns nachher da an eine Boje davor legen und wenn das nicht so unser Ding ist, dann ankern wir halt ein bisschen weiter hinten. Aber das ist jetzt mal der Plan. Haben uns festgemacht an der Muringboje vor der Lindaunisbrücke, weil wir da noch warten müssen. Wir haben jetzt ungefähr 12 Uhr, 12:30 Uhr, halb 1 und die Brücke macht erst wieder um 2:45 auf. Deswegen warten wir da noch einmal. Jetzt haben wir vorne an der Boje festgemacht und wir haben dann natürlich geschaut, woher kommt die Strömung, woher kommt der Wind. Da muss dann schon einmal gegen Strömung und Wind gestellt, einmal die Bugleiter vorne runter und dann einmal über die Boje übergetreten, die Leine durchgesteckt und wieder also auf beide Klampen zurückgeführt, dass dann der Druck gleichmäßig verteilt ist und dass nicht auf einer Seite hängt. Und jetzt machen wir noch ganz gemütlich Mittagessen und warten, bis die Brücke dann öffnet, bevor wir dann wieder hoch können Richtung Meer. Wir hatten ja ein Problem mit unseren Rollanlagen bei dem 45 Seemeilen-Schlag von Fehmarn in die Schleienmünde. Das war ein bisschen unangenehm. Die liefen entweder nicht raus oder nicht rein oder beides nicht und durch Reduktion oder Anziehen der Fallspannung konnte man das ein bisschen regulieren, aber es war einfach letzten Endes nicht vernünftig zu regeln. Und wenn wir jetzt hier an dem Schlitten hocken, jetzt haben wir gerade an der Muringboje, wenn wir vernünftig stehen und gerade Mittagspause haben vor der geschlossenen Brücke, wollen wir das Problem beheben, haben wir hier oben den Schlitten der Förlex, der ja so auf den ersten Blick total gut läuft.
Wenn man den anschaut, ist der oben aber komplett trocken, da muss Fett rein und sobald man den jetzt unter Zug setzt, sieht man, dass der blockiert und man hört es auch, dass der überhaupt nicht gescheit läuft. Heißt, wenn die Fallspannung richtig stark war, was es schon braucht, damit die große Genua und das gleiche Problem hatten bei der selbstführende Fock oben ist, dann ist es so, dass so viel Zug drauf ist, dass es nicht mehr sauber sich dreht. Und dann kommt Folgendes, dass hier das Ende von der Leine dann beginnt sich zu verwirbeln, weil wir es immer etwas entlasten mussten, um den Druck von diesem Schlitten zu bekommen, damit es sich überhaupt wieder dreht. Und dann hat begonnen, das Fallende hier zu scherren. Und bei der selbstführende Fock haben wir das vor 2 Tagen dann quasi anschließend in der Hand gehabt. Das heißt, wir werden das jetzt hier absäbeln, machen dann einen Palsteg, lassen auch den Schäkel hier wahrscheinlich weg, fetten das, damit es wieder richtig läuft, ziehen es dann hoch und hoffen dann, dass es unter Last wieder funktioniert. Die Geschichte. Spannende Geschichte, weil wir das so halt auch nicht bisher wussten, wie das so richtig funktioniert. Jetzt haben wir das richtig viel gelernt. Das ist das Thema. Also jetzt machen wir da Fett rein. Und da kann man einfach ein Winschenfett von irgendeiner Firma, von den Winschen, kann man da reindrücken, reinpressen und dann halt bewegen, dass es läuft. Ich habe einen Palsteg jetzt reingeknotet, weil ich gar keinen Bock habe auf nochmal irgendeinen Schäkel, der sich nochmal irgendwie verholt. Schauen wir uns jetzt gleich mal zusammen an. Die Tür ist offen, das Fenster. Da haben wir jetzt den Hartschäkel rausgenommen, einfach einen Palsteg reingeknotet. Bedeutet, wenn wir den Mast dann mal legen, dass wir dann halt rausknoten müssen, aber es ist nicht wieder ein Verbindungsstück, was Ärger macht. Und jetzt sieht man es nochmal, man hört es tatsächlich so, läuft ganz gut, aber sobald Zug drauf ist, dann läuft es halt nicht mehr und das wollen wir jetzt ändern. Das ist der Einlass dafür. Genau. Das geht ja wirklich gut rein. Ja. Also ich habe jetzt richtig fett Zug drauf, das Ding läuft wie Butter, nichts hakt und jetzt ist der Effekt weg, dass es durch das Gehake anfängt, das Fall zu verdrehen und man dann aus der Not heraus, um es runterzukriegen, die Fallspannung lockern muss, damit da nicht so viel Druck drauf ist, aber das ist natürlich wieder keine Lösung fürs Einziehen. Und jetzt hier, einmal gescheit gefettet, läuft. Wir hatten vor ein paar Tagen das gleiche mit der Selbstwende-Fock und da haben wir aus der Not raus ein Sprühfett kurz rein und wir holen die nachher noch runter und machen das jetzt wirklich tutto completo, weil das ist das Fett, was auch länger drin verbleibt. Aber so läuft es natürlich und das macht auch Spaß. Hier ist so eine kleine Öffnung, wo man das Fett reinpressen kann und dann dreht man natürlich, darunter ist ein Kugellager, ein Axiallager, dreht man das dann so durch und schon läuft es. Und das macht Spaß, finde ich, beim Boating, dass man das Zeug dann einfach, die Probleme, die man hat, meistens oder oft löst, oft auch mit Hilfe von Leuten, die es halt viel besser wissen. Wir hatten da jemanden, der mal eine Werft hatte, der hat uns da auch echt ein bisschen geholfen und das ist total toll bei der Segel-Community. Und wenn man es dann aber weiß, wie man es machen soll, dann muss man es einfach selber machen, damit man die Übung hat. So, jetzt probieren wir es mal frisch gefettet einmal aus. Ja. Einmal nach vorne schauen. Ja, geil. Und das hat uns so viel Ärger gemacht. Wir hatten ziemlich windiges, unangenehmes Wetter, wenn Rollanlagen da nicht laufen. Das war echt ätzend, muss ich sagen. Und jetzt haben wir über all die Tage das Problem versucht zu beheben und jetzt ist es behoben. Da sind wir jetzt ziemlich glücklich und das macht einen auch glücklich, gerade beim Segeln, wenn man die Sachen dann löst. Yay, Jungs, wir haben es geschafft! Yay! Nach sehr langer Wartezeit vor der Brücke, die wir uns auch nicht ganz erklären konnten, obwohl es anders vorgegeben war, kamen wir dann erst um 5 durch die Lindaunusbrücke, anstatt eigentlich um 2 Uhr. Und dann haben wir uns den Weg weiter nach oben gemacht. Da machen wir mit. Gas geben, dass wir vorbeikommen. Wollen wir das machen? Here and there and everywhere, we'll take it all in. We got a life to live, got a life to live. Here and there and everywhere, we'll take it all in. We got a life to live, got a life to live together. Kannst du auch Landschaft gehen, das ist so toll. Together. Oh 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 oh. So raise your hand when I think of being with you. Nobody else I need, it's true. You radiate everything I need. Got me living like a fly in a big old tree, yeah. If we get lost in the crowd, we'll shout out loud. Ooh, yeah, we'll shout out loud.
make sure that they can hear us now. Nachdem jetzt die Brücke dann doch noch aufgemacht hat und wir doch ein paar Stündchen davor gewartet haben, weil die einfach eine Brückenöffnungszeit nicht gemacht haben und wir uns auch nicht ganz sicher waren, ob die Brücke überhaupt noch aufmacht, weil die ja auch letztens gesperrt war, sind wir jetzt wieder hoch, einmal über den ganzen Tümpel rüber und sind jetzt wieder in Arnis und werden da jetzt noch einmal, müssen wir noch durch die Kappelnbrücke durch. Aber das schaffen wir zeitlich ganz entspannt. Wir sind im wunderschönen Arnis, wo die letzten Tage gestern waren. Und Seilfähre haben wir gerade passiert. Here and there and everywhere, we'll take it all in. We got a life to live. Got a life to live. Here and there and everywhere, we'll take it all in. We got a life to live. Got a life to live together. So, ein weiteres Mal warten vor der Brücke, aber die öffnet sich, so wie es aussieht, auch jetzt gleich. Da warten jetzt schon alle. Dann sind wir mal gespannt. Unser Nauschit. Ja, die ist wirklich hier Pfeilchen Aufwärtsplatz, da wird überholt und gedrängelt, du, das gibt's gar nicht. Ja, die letzte Brücke vor Schleimunde. Das heißt vor der Freiheit. Hier mit Holzbuch. Das ist, glaube ich, so, das ist schon mal Training für. Hier Ja. rechts ist der Heringszaun von Kappeln und das ist eine ziemlich historische Fangmethode, um Heringe einzufangen. Heißt, die Fische schwimmen rein, soweit ich weiß, und dann kommen sie halt nicht mehr raus. Stick with me and I will guarantee Brei. you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go, I'll be. Anywhere you go, I'll see. You're never lost among the crowd with me. An dem Abend haben wir uns dann nach Marsholm noch vor Anker verholt, in der wirklich ganz tollen, ruhigen Bucht hinter Marsholm und hatten eine wirklich gigantisch schöne Ankernacht, von der wir aber so viel nicht mehr mitbekommen haben, weil wir einfach komplett müde auch ins Bett gefallen sind. Nach dem langen Tag und dem vielen Warten in der Sonne haben wir den Schlaf dann doch gebraucht vor unserer Tour am nächsten Tag. In der nächsten Episode treten wir unseren großen Schlag über die ganze Kieler Bucht bis zurück nach Heiligenhafen an. Bei wirklich ganz ruhigem, tollen Segelwetter ist das einmal ein ganz neues Erlebnis als die Hinfahrt. Also bis dann und bis im nächsten Video. Tschüss.